wunderschönen guten Abend und ein ganz herzliches Willkommen zu der nunmehr 7. Veranstaltung im Rahmen der Reihe Mehr als Sternenstaub. Eine Vortragsreihe, die wir in Zusammenarbeit mit der Universität Bern durchführen dürfen. Und wir, das ist die Schweizerische Bibelgesellschaft. Mein Name ist Benjamin Doberstein und ich darf Sie als Geschäftsführer da ganz herzlich auch willkommen heißen. Träumen Androiden von elektrischen Schafen? Do Androids Dream of Electric Sheeps? War ein Roman von 1968 von Philip K. Dick, der später verfilmt wurde unter dem Namen Blade Runner. Und schon damals hat man sich diese Gedanken gemacht, mit denen wir uns heute auch auseinandersetzen wollen. Wir sind sehr gespannt darauf, was wir heute hören dürfen. Ich begrüße Sie hier anstelle von Judith Wipfler, die wir eigentlich angekündigt hatten. Sie ist ja Redakteurin für Religion bei SRF und aufgrund des Konklave ist sie leider abwesend. Sie wählt nicht mit, glaube ich. Aber sie berichtet darüber. Einige von Ihnen haben es gesehen, der weiße Rauch ist bereits aufgestiegen, aber wir wissen noch nicht, wer es ist. Wir werden das vielleicht dann später am Abend noch bekannt geben. Wir wollen uns davon aber nicht ablenken lassen und sind gespannt jetzt darauf, wie es weitergeht. Ich freue mich, die Moderation jetzt weitergeben zu dürfen an meinen hochgeschätzten Kollegen, Dr. Andreas Losch. Andreas, wir sind gespannt. Danke. Ja, merci. Wir haben einen Papst, aber das ist nicht das Thema heute. Wir bieten dafür aber eine Kirchenratspräsidentin auf. Immerhin. Und das ist die Christina Austerau. Die ist Präsidentin der Thurgauischen Landeskirche und auch Dozentin für Religion, Ethik und Politik an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Außerdem an der ETH Zürich für Wissenschaftstheorie tätig und an der Universität Fribourg für Medizinethik. Zu dem Thema des heutigen Abends haben wir sie eingeladen, weil sie sich habilitiert hat, also ihre zweite Qualifikationsschrift geschrieben hat über das Thema Menschenbild in den Neurowissenschaften an der Universität Basel. Ich hatte vor einigen Jahren das Vergnügen, das Buch zu lesen. Es war sehr anregend. Heute geht es halt um das Thema, gibt es eine Seele? Und wir haben es ein bisschen aktualisiert, oder du hast es etwas aktualisiert. Es geht um die Entwicklung von Gott über Gehirn zu KI. Die neuesten Entwicklungen zur KI spielen also auch eine Rolle bei dieser Frage. Und ich bin ganz gespannt und will gar nicht viel reden, sondern dir das Wort übergeben, Christina. Wir freuen uns auf deinen Beitrag. Danke dir, Andreas. Danke, Benjamin, für die Einladung. Danke Ihnen. Ich freue mich sehr, Sie auf eine Reise mitzunehmen, die ich selber total spannend finde. Wie ist das mit der Seele und wie war das und wie geht das weiter und wo stehen wir heute? Und ich habe nicht nur darüber habilitiert, das ist die seriöse Seite von mir, ich bin auch, und das werden Sie merken, großer Fan von Science Fiction, weil ich denke, das ist eine Art und Weise, die Zukunft ein bisschen auszutesten und ich finde es spannend. Ich hoffe, Sie auch. Gibt es eine Seele, die Entwicklung von Gott über Gehirn zu KI? Ich habe vor einer Weile eine spannende Seite gefunden, die als Webcrawler alle deutschsprachigen Leitmedien, Print, Online, durchsucht nach bestimmten Begriffen, die man eingibt. Und darauf komme ich noch zurück. Und man kann auch fragen, man kann auch Statistiken abfragen dort und da gibt es eine Umfrage aus Deutschland, die ist schon ein bisschen älter, aber die passt so gut, dass ich sie trotzdem noch haben wollte. Sie kennen es, man nimmt nur die Statistiken, die man selber gefälscht hat. Ich habe sie nicht gefälscht, aber ich habe sie ausgewählt, weil sie passt. Da wurden 1020 Leute gefragt, Erwachsene, woran glauben Sie persönlich? Und es gab 7% dieser 1000 Leute, die glauben an den Teufel. 7% an die Hölle, ich gehe mal davon aus, das sind dieselben. 8% an die Auferstehung, 10% an die Sünde, also dass die Rede von der Sünde sinnvoll ist. 15%, dass es einen Himmel gibt, im Sinne von Heaven, nicht von Sky, also den religiösen Himmel. 15% glauben an die Wiedergeburt.
16% an Engel, 28% an Gott, 28% an ein Leben nach dem Tod. Und Sie können überlegen, wie viel glauben an die Seele? 40. Zwischen 60 und 30, 40. Mehr als an die Seele glauben nur noch nichts davon. 41%. Also die Seele ist sozusagen der Abräumer unter den religiösen Glaubensinhalten, wenn man das, klar, man kann alles differenzieren und in der Diskussion, wenn wir darauf kommen, wird Matthias Zeindler mich dann da auf die Details zurückbinden, aber das ist sozusagen der Blick von oben. Die Seele hat offenbar immer noch Glaubwürdigkeit, wenn es darum geht, was glauben Sie eigentlich? Und jetzt komme ich zu diesem Meta-Webcrawler, der die Zeitungen durchsucht. Ich habe ihn gefragt, wie viel Mal ist das Stichwort Seele in diesen Zeitungen, also FAZ, Spiegel, Welt, Neue Zürcher Zeitung, BAZ, bestimmt auch Berner Zeitung, aufgetaucht zwischen 1949 und ungefähr 2020. Und Sie sehen da den Verlauf, die Verlaufskurve. Auch die Beschäftigung mit dem Stichwort der Seele hat sozusagen ein Lifecycle. Ich habe Ihnen ein paar Jahresdaten notiert, auf die ich eingehen will. Was ist da passiert? 1949 ist der Peak dort oben. Das ist Seele in einem ganz anderen Kontext. Da ging es darum, dass nach 1945 die Nachrichtenabteilung der Militärregierung aufgelöst werden sollte. Und dann haben sich die Zeitungen überschlagen, verliert jetzt Deutschland seine Seele. Also damit ist Seele in einem ganz bestimmten Verständnis gemeint, aber eben nicht Seele als religiöses Phänomen. Dann haben wir 1976, da ist Sie können es mir glauben oder nicht, es ist eine Story, die ich mache zu dieser Linie. 1976 ist ein spannender Artikel erschienen von Thomas Nagel, einem englischen Philosophen, How it is to be a bat, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Und seine These war, Fledermäuse orientieren sich ja mit Schall, das können wir nicht. Wir können alles wissen, was man wissen kann über die Fledermaus. Aber wir wissen nie, wie es sich anfühlt, mit Piep, 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 Piep durch die Welt zu fliegen und den Schall zurückgespiegelt zu kommen. Wir wissen nie, wie es ist, mit den Ohren zu sehen. Auch wenn wir alles wissen über die Fledermaus. Und dann, das wurde dann aufgenommen in die Diskussion um Gehirn und was man wissen kann von den Menschen. Und ist es die Seele des Wesens, die einem entwischt, die man nie kennen kann, auch wenn man alles über das betreffende Lebewesen weiß. Wir haben 1990 ein Hochplateau der Auseinandersetzung mit der Seele. Ich denke gerne, das ist die Dekade des Gehirns in den 90er Jahren, wo man sich mit dem Gehirn auseinandergesetzt hat und dass da immer wieder auch die Frage kam, was wissen wir denn vom Menschen, wenn wir über sein Gehirn Bescheid wissen? Und was wissen wir nicht? Und auch da die Seele für die Chiffre oder für den Ort, der uns entschlüpft und entwischt. Und dann 2014, so im Abwärtsgang, das ist dann die Hochblüte der Neurowissenschaften. Und ich werde noch drauf kommen, detaillierter, die Neurowissenschaften, die davon ausgehen, die Hardcore-Neurowissenschaften, wenn man das Gehirn kennt, dann kann man nicht nur erklären, wieso ich jetzt meinen Arm strecke oder wie mein Körper das schafft, 2 Schritte zu gehen, sondern man kann auch erklären, wie das funktioniert mit dem Denken, mit dem Fühlen, mit dem Entscheiden, mit der Willensfreiheit, mit dem Handeln. Also den Menschen nicht nur als seinen Körper zu erklären mit dem Gehirn, sondern auch als sein Geist. Und dann eben die Frage, seine Seele. 2014 ist ein Buch erschienen von Gerhard Roth, einem deutschen Neurowissenschaftler und Philosophen mit dem Titel Wie das Gehirn die Seele macht. Und da wären wir sozusagen im Kühlraum, im Eisraum der Neurowissenschaften, weil es dort wirklich da so zugeht. Aber das sozusagen der Vogelflug erstmal, jetzt 2 Schritte zurück. Wovon
reden wir eigentlich, wenn wir von der Seele reden? Was ist denn die Seele und wie gebrauchen wir diesen Begriff? Ich habe so ein bisschen zusammengesucht aus möglichst unterschiedlichen Bereichen. Es gibt ein Restaurant bei uns in der Nähe, das heißt Leib und Seele. Und vielleicht kennen Sie den Ausdruck, etwas, was Leib und Seele zusammenhält, ist etwas Gutes, gehört zusammen. Sie kennen vielleicht aus dem Psalm 23, er erquicket meine Seele. Die Seele auch als ein Begriff für mich, aber in einem sehr umfassenden Sinn. Dann gibt es das Lied von Peter Räber, jede braucht sie Insel, jede sie Palmenstrand, ich kann nicht Berndeutsch, sorry, aber es ist schöner in Berndeutsch. Und dann die Zeile, jede legt mal gern sie Blut die Seele in weißen Sand. Jeder legt gerne mal seine Blute, seine nackte Seele in den weißen Sand. Wie macht man das? Was legt man da in den weißen Sand? Will man sich vielleicht gar nicht zu plastisch vorstellen, aber jedenfalls schöne lyrische Zeile. Und dann von Eichendorff ein Gedicht, was gern auch bei Todesanzeigen gebraucht wird, wo er schreibt, und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Und dann, als flöge sie nach Haus. Meine Seele, das, was geht. Dann gibt es einen Film, mindestens einen Film mit dem Titel Wiedergeburt. Deine Seele ist unsterblich. Auch in dieselbe Richtung. Also was genau, wovon sprechen wir, wenn wir uns um die Seele bemühen? Die Seele alltagssprachlich, ich habe es versucht, ein bisschen zu systematisieren, hat unterschiedliche Bedeutungen, unterschiedliche Bereiche. Die Seele kann bedeuten, was wir aus diesen Zitaten gehört haben, den Gesamtbereich des Empfindens und des Erlebens. Also die Seele als ein empathisches, eine Bezeichnung für mich. Ich mit allem, was ich bin und habe. Meine Seele liebt dich oder so. Alle Gefühlsregungen vor allem. Dann kann es das Prinzip sein, vor allem bei den Philosophen, die dann die Gefühlsregungen, dieses ganze Zufällige und Gefährliche und Unsystematisierbare ein bisschen weghaben wollen und sagen, was liegt denn dem zugrunde? Wo hat das die Wurzeln, diese Gefühle? Ist es, und bei den alten Philosophen eben nicht im Körper, sondern es ist etwas anderes. Es kommt irgendwo anders her, es bewegt uns, es muss irgendwie die Basis sein für diese Vorgänge oder eben das Prinzip. Und dann aus dem religiösen Bereich, aber nicht erst mit dem Christentum, sondern auch vor allem Platon, der antike Philosoph, dass die Seele dasjenige ist, was nicht mit dem Körper zugrunde geht, mit dem Tod, sondern entweder weiterlebt, unsterblich ist, sich aus dem Gefängnis des Körpers befreit und wieder gen Himmel schwebt. Deswegen auch der alte Brauch, das haben wir tatsächlich auch gemacht, wenn jemand gestorben ist, dass man das Fenster aufmacht, damit die Seele rausfliegen kann. Ich kann ja fragen, wenn die Seele immateriell ist, könnte sie auch durchs Fenster fliegen, aber es ist höflich, der Seele das Fenster aufzumachen. Ich finde das einen sehr schönen Brauch. Dann die Seele auch, man spricht auch davon, jemand war die Seele des Hauses, die Seele eines Festes, die Seele einer Firma, heißt, hat etwas zu tun mit dem Charisma, mit der prägenden Kraft, mit der Persönlichkeit dieses Menschen, der die Seele, der geistige, nicht nur der geistige, sondern auch der emotionale, der charismatische Mittelpunkt von etwas ist. Und dann die Seele, was den Menschen zum Menschen macht. Die ganze Diskussion, wer hat denn eine Seele, haben Tiere eine Seele? Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Klar, viel Fähigkeit, Werkzeuge zu denken, die Sprache, interagieren, aber auch die Seele, was uns dann menschlich und Gott ebenbildlich sein lässt. Aber wenn Sie das so zusammennehmen, dann scheint es schon ein bisschen wolkig, das Ganze, nicht? Seele ist irgendwie alles. Gefühl, Mittelpunkt, Ich, das andere des Körpers, dessen, was wir nicht habhaft werden können. Was genau meint mit? Und wenn wir zurückgehen zu den Philosophen, dann holzschnittartig gibt es 2 Wege, die man einschlagen kann, wenn man sich mit der Seele auseinandersetzen will. Und der eine Weg, den hat vor allem auch dann das Christentum
eingeschlagen. Das ist nämlich die Seele dualistisch zu sehen. Es gibt zwei Bereiche, zwei Substanzen, zwei wichtige Entitäten und das eine ist der Körper und das andere ist die Seele und die sind radikal voneinander verschieden. Es ist nicht nur das Christentum, das hat ganz früh schon angefangen, das ist eine Zeichnung aus dem alten Ägypten im 2. Jahrtausend vor Christus, aus dem ägyptischen Totenbuch. Das ist Ba, die Seele, die persönliche Lebenskraft und Sie sehen hier einen toten Menschen auf dem Totenbett und die Seele erhebt ihre Flügel, als flöge sie nach Haus aus dem Körper, der sie jetzt so lange in diesem Erdenleben gefangen gehalten hat und der krank geworden ist und hinfällig und jetzt kann die Seele gehen. Sie sehen das aus einem christlichen Kontext, das ist ein Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert. Die Seele, dieses kleine Menschlein, was aus dem Mund kommt des Toten und ein Engel nimmt sie in Empfang. Komm heim zu mir in den Himmel. Und Sie sehen, das ist die dualistische Variante. Es gibt den Körper, der bleibt zurück, der verwest, der wird zu Staub. Und es gibt die Seele, die ist jetzt endlich frei und kehrt zurück, je nachdem dort, wo sie herkommt oder dort, wo sie erstmals hingeht und dann wieder zu Hause ist. Dualistisch. Dann gibt es die andere Variante und die gibt es auch schon ganz lange. Also dualistisch eben die alten Ägypter, dann auch Platon sehr stark, der gesagt hat, eben der Leib ist das Gefängnis der Seele. Aber schon Platons Schüler Aristoteles hat das ein bisschen anders gesehen. Er war sehr auch ein Naturforscher, hat der hands-on quasi gesagt, wir wollen uns den Kopf nicht in den Wolken verlieren, sondern es geht um die Welt, die hier ist. Es muss doch irgendwie alles hier vorhanden sein. Was will ich eine zweite Welt erfinden, wenn ich in dieser Welt alles habe? Und der hat die Seele ganzheitlich gesehen und war damit sehr im Einklang mit den alten Hebräern, die im Alten Testament das Wort für Seele, Nefesh, auch sehr umfassend für den Menschen in seiner Ganzheit, in seiner leib-seelisch-geistigen Ganzheit verwendet haben. Und da habe ich eben Aristoteles, die Seele ist dasjenige, was den Körper allererst überhaupt lebendig macht. Und es gab eine wunderbare Ausstellung in Göppingen, die ich leider nicht gesehen habe, aber ich fand das Ausstellungsplakat cool. Die Seele ist ein Oktopus. Die Seele ist ein Tintenfisch mit Armen, die überall reinreichen. Die überall reingeht. Die Seele ist überall im Körper. Die Seele ist in meiner Zehe, in meinem Ohr, in meinem Ellbogen. Alles, was lebendig ist, ist die Seele. Oder die Seele ist das, und vielleicht ist es jetzt ein bisschen makaber, aber das macht es aus, was einen toten Menschen, das ist Abraham Lincoln, auf seinem Totenbett von einem lebendigen Menschen unterscheidet. Und vielleicht haben Sie das auch schon erlebt. Mein erstes totes Wesen, was ich erlebt habe, war der Hund meiner Eltern, den ich zum Tierarzt bringen musste, zum Einschläfern, weil er wirklich unheilbar krank war. Und das ist mir so eingefahren. Er war ein Hund, lag auf dem Operationstisch. Ich habe ihn noch gestreichelt. Der Tierarzt hat ihm eine Spritze gegeben und dann war nur noch Fell. Und es war so offensichtlich. Und bei Menschen ist es wahrscheinlich auch sehr eindrücklich. Das haben Sie vielleicht schon erlebt. Ich fand das mit dem Hund schon sehr eindrücklich. Erst ist es ein Wesen mit Seele und dann ist es nur noch Fell, Körper. Und das ist dasjenige, was Aristoteles auch meint, dasjenige, was uns, man kann es auch nicht definieren, auch nicht festhalten, aber ich habe auch einige von Ihnen nicken sehen, wir wissen, was er meint. Das, was einen Toten von einem Lebendigen unterscheidet. Also eben nicht wegtrennbar, sondern untrennbar miteinander verwoben. Das hat gegolten und der Streit über die ganzen Jahrhunderte hinweg war, sind es zwei Dinge oder ist es ein Ding? Leib, Körper und Seele oder Leib, Körper, Seele, Geist. Und dann kamen die Neurowissenschaften und haben das Gehirn untersucht. Und einfach ein paar Stationen anhand von Büchern von besagtem Gerhard Roth. Erstens, weil er deutsche Bücher schreibt, die auch gut lesbar sind. Und zweitens, weil er so radikal das Zeugs in seinen Titeln auf den Punkt gebracht hat. 1994, das Gehirn und seine Wirklichkeit. Darum geht es. Das Gehirn
zeigt, dort ist die Wirklichkeit zu finden. Kognitive Neurophilosophie, also die Philosophie, die sich mit dem Wirken des Gehirns in den geistigen Bereichen befasst und ihre philosophischen Konsequenzen. Er sagt, was wir hier entdecken, muss philosophische Konsequenzen haben. Ihr könnt nicht mehr länger davon reden, dass im Menschen eine unsterbliche Seele gibt, wenn es im Gehirn keine Anzeichen gibt dafür. Alles, was ihr philosophisch sagt, muss neurowissenschaftlich nachgezeichnet werden können. 2001 ein Schritt weiter, fühlen, denken, handeln, wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Und Verhalten, denken, entscheiden, fühlen, Liebe, Lachen, Wut, Dinge, die wir als das Urmenschliche, und Sie erinnern sich, eine Definition von Seele, die Basis, die Essenz dieses Verhaltens. Und dann eben 2014 das Buch, was er mit einer Kollegin zusammengeschrieben hat, wie das Gehirn die Seele macht. Macht. Also wenn wir eine Seele haben, dann muss sie irgendwo nicht nur im Gehirn sein, sondern muss das Gehirn der Grund sein. Und in diesem Buch schreibt er, aus Sicht der Naturwissenschaften und der Neurobiologie bzw. Hirnforschung ist die Suche nach dem Sitz der Seele insofern zu einem Abschluss gekommen, als es keine Zweifel mehr daran geben kann, keine Zweifel mehr, dass psychische Prozesse, genauso wie Prozesse der Wahrnehmung, der Kognition und der Motorik, aufs engste mit der Aktivität von Nervenzellen in unterschiedlichen Regionen des Gehirns verbunden sind. Ist eigentlich noch vorsichtig formuliert verbunden sind, was er meint in seinen Büchern, dass sie dort sind. Punkt. Dass das Gehirn die Seele macht. Nochmals, welche Seele? Wovon reden wir und wie ist das mit dem Gehirn? Und auch Gerhard Roth ist auch Philosoph, war auch Philosoph, er ist einer Weile gestorben, hat versucht, das zu systematisieren. Die Seele, die fühlt. Also der bewusste Bereich des Empfindens und Erlebens, wenn Sie sich mal versuchen zu konzentrieren und zu überlegen, ich bin jetzt hier im Hörsaal der Uni in Bern, ich höre zu, ich bin ich spüre mich, ich weiß, wer ich bin, ich fühle mich, ich fühle meine Seele. Oder dass ich denke, ich bin auch der Ursprung meiner Gedanken und meiner Überlegungen, meiner Argumentationen. Ich bin nicht heute ein anderer als gestern. Ich bin ich und ich bleibe ich in dem, was ich mache und denke. Ich bin das geistige Organisationsprinzip. Und dann spannend für unseren Kontext, dass ich glaube, dasjenige im Körper, was die Verbindung hat zu Gott, zum Himmel, zum Unsterblichen, zum ewigen Leben oder auch zum Auferwecktwerden, wenn Sie es so haben wollen. Also Seele fühlt, denkt, glaubt und dann kommen die Neurowissenschaftler und sagen, ja, Seele fühlt, denkt, glaubt, aber es ist alles im Gehirn. Und wir sagen euch auch wo. Zum Beispiel das Fühlen. Hier ist ein Querschnitt durchs Gehirn. In der Mitte des Gehirns ist das limbische System. Das ist dann aktiv, wenn Sie Emotionen fühlen. Das kann man messen, das kann man zeigen, da kann man die Spannungszustände messen. Da sitzt das Gefühl. Und Menschen, die dort Läsionen haben, die Verletzungen haben oder Tumore im limbischen System, die haben Schwierigkeiten mit ihrem Gefühl. Hier sitzt das Fühlzentrum. Ich denke, das sitzt hier. Präfrontaler Kortex, da sitzen die Bereiche, die neuronalen Netzwerke, die uns befähigen dazu, Konsequenzen abzuschätzen, Entscheidungen zu treffen, logische Überlegungen zu machen. Wenn wir hier einen Tumor haben oder Läsionen, dann treffen wir total willkürliche, irrationale Entscheidungen und sind eigentlich nicht mehr lebensfähig, nicht mehr vernünftig lebensfähig. Hier sitzt, dass ich denke. Und dass ich glaube, das wird ganz spannend, finde ich, sitzt sowohl hier in dem Bereich
als auch im limbischen System. Und das hat man herausgefunden. Das waren vor allem 2 Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben. Das eine, und deswegen ist der Motorradhelm rechts oben, war Michael Persinger, ein kanadischer Neurowissenschaftler, der einen Motorradhelm so konstruiert hat, dass er da Elektroden angemacht hat und durch die dann Strom floss und durch die Schädeldecke hindurch das Gehirn hier gereizt hat. Und er hat Versuchspersonen in einen dunklen Raum gesetzt, auf einen Stuhl, hat sie angeschlossen mit den Elektroden. Das hat nur gekribbelt oder Sie haben es vielleicht gar nicht gemerkt. Es ist kein elektrischer Stuhl oder so, sondern dass die Neuronen anregen zur Aktivität durch die Schädeldecke hindurch. Er ist rausgegangen, hat den Strom angestellt, ist wieder reingekommen und hat die Versuchspersonen gefragt, was habt ihr gefühlt? Habt ihr es gemerkt? Und 80% seiner Versuchspersonen haben gesagt, ich habe eine übernatürliche Präsenz gefühlt im Raum. Oder bis hin zu einer hat gesagt, ich habe gefühlt, wie mir jemand die Hand auf die Schulter gelegt hat. Cool. Ich weiß nicht, was sich unter der Papstmitra versteckt, die er heute aufgesetzt kriegt. Wäre ja cool, wenn man Glaube auf Knopfdruck, würde vielleicht auch den Mitgliederschwund ein bisschen in Grenzen halten. Das ist das eine Bereich. Und bei den Schläfenlappen, es gibt Versuche, die sagen, natürlich ist auch das limbische System mit beteiligt. Hier oben ist die Region auch, wo es darum geht, dass wir uns in Raum und Zeit orientieren. Mönche und Nonnen, die meditiert haben und gebetet haben, hat man gesehen, dass sich hier die Aktivität verlangsamt, dass die Grenzen von Zeit und Raum verschwinden, dass man sich einfühlt mit dem Ganzen. Und Ramachandran, ein indischstämmiger Neurowissenschaftler, der untersucht hat, dass Menschen mit kleinen epileptischen Anfällen in den Schläfenlappen, die wir gar nicht merken, die wir nicht als epileptische Anfälle wahrnehmen, dass die viel anfälliger sind für eine starke Ausprägung von Religiosität als andere Menschen. Dass die anfällig sind um Visionen wahrzunehmen oder zu glauben, dass Gott mit ihnen gesprochen hat oder dass sie einem Engel begegnet sind. Dass diese Aktivität vielleicht damit zu tun hat, dass man offen ist für das Transzendente, das Göttliche. Und er hat das dann auch als Gottesmodul mal so ein bisschen ausgelotet. Ist das vielleicht das Gottesmodul hier, wo Gott uns ansprechen kann? Und ich möchte gerne mit Ihnen kurz testen, ob Sie auch so ein Gottesmodul haben in Ihrem Gehirn. Ich zeige Ihnen gleich eine schwarz-weiß Flecken. Und Sie mögen sich bitte darauf konzentrieren. Hier, und zwar auf diese 4 Punkte. Dass Sie sich auf diese 4 Punkte konzentrieren, schauen, Ihre Augen starr auf diese 4 Punkte richten. Nehmen den Kreis wieder weg. Einfach diese 4 Punkte angucken, nur diese 4 Punkte, egal hier oder hier. Und versuchen Sie, Ihr Gottesmodul anzusteuern, egal ob Sie religiös sind oder nicht. Gucken Sie die 4 Punkte an. Was sehen Sie? Wow, Jesus, eine Vision auf einer weißen Wand. Klar, so einfach ist es, Menschen zur Vision zu bringen. Nein, das ist natürlich neurologisch kein Problem. Das ist wie früher bei den alten Computerbildschirmen hatte man Angst, dass sich die Dioden einbrennen, wenn man nichts bewegt. Und das sind die Dioden, die sich eingebrannt haben in ihr Sehnerv. Und wenn sie plötzlich weiß sehen, dann kehrt sich das Ganze um, wie ein Röntgenbild. Und das Bild ist natürlich so aufgegleist, dass Sie jetzt einen Mann sehen, den Sie aus Ihrer Erziehung und Ihrer Prägung als Jesus erkennen. Das müssen Sie auch noch können. Sie sehen einfach einen Mann mit Bart. Und meine Schüler und Schülerinnen an der Pädagogischen Hochschule, da waren auch Leute dabei, die haben gesagt, das ist Che Guevara. Ich weiß nicht, wie die sozialisiert wurden. Also, das ist dasjenige, was das Gehirn macht mit Ihnen und was das Gehirn kann. Und ich glaube, das kann man auch gar nicht in Abrede stellen. Das funktioniert so. Und die Frage ist das alles? Ist das die Seele? Und deswegen noch einen Schritt weiter. Wenn die Seele im Gehirn ist, was bleibt denn nach dem Tod? Wenn Aristoteles recht hat und die Neurowissenschaftler und wir sterben und sind beerdigt,
wird dann unsere Seele mit uns beerdigt? Oder, und das ist die neureligiöse Variante, sage ich mal, ist das Gehirn so ein genial konstruiertes Organ, dass man das duplizieren kann und hochladen auf den nächsten Körper. Wenn die Seele im Gehirn ist und das Gehirn ist etwas, was so funktioniert, wie wir es versuchen abzubilden mit der künstlichen Intelligenz. Und wenn wir das irgendwann können, können wir die Seele hochladen, können wir sie nachbauen. Und was passiert da schon? 1956 versuchte eine Forschungsgruppe herauszufinden, und das war der Anfang der künstlichen Intelligenz, wie man Maschinen dazu bringen kann, Sprache zu verwenden, Abstraktionen und Begriffe zu bilden, Probleme zu lösen, die zu lösen bislang dem Menschen vorbehalten waren, und sich selbst zu verbessern. Das war der Startschuss der KI-Forschung. Und mittlerweile kann KI, und ich nehme Sie schnell durch eine ganz kurze Geschichte durch die KI oder AI, Artificial Intelligence oder künstliche Intelligence, sie hat am Anfang einfache Muster erkennen können, 1958. 1959 konnte sie Schach spielen. 1966 wird Eliza die erste künstliche Therapeutin, ein Gegenüber, ein Chatbot, dem man seine Sorgen erzählen kann. Und der Chatbot sagt, ich höre, Sie haben Probleme mit Ihrer Mutter. Da haben wir gesagt, ja, genau so. Ich höre, das hat sich noch nicht gelöst. So, dieses Spiegeln. Aber viele Therapeuten machen das ja. Und offenbar fühlten sich die Leute hier auch verstanden. Und Eliza hat sich ein bisschen etabliert. 1996, Sie erinnern sich, KI kann schon Schach spielen, aber erst 1996 hat Deep Blue den amtierenden Schachweltmeister geschlagen. KI schlägt Mensch. 1997, das ist jetzt dazwischen geschoben, die erste Erwähnung durch eine Frau, Rosalind Picard, von Affective Computing, die Affective von Affekten, Emotionen. Sie sagt, wenn wir daran arbeiten, dass KI ein Partner wird vom Menschen, der uns unterstützt, dann muss er uns auch in unserer Emotionalität unterstützen können. Dann kann er nicht nur denken, dann muss er irgendwie auch mit Gefühlen, Gefühle erkennen können, auf Gefühle reagieren. Dieses Feld müssen wir auch weiter erforschen. Das war ein Buch, eine Person, 97. Kommt wieder. 2011, der Computer Watson schlägt menschliche Kontrahenten in Jeopardy. Jeopardy ist deswegen ein spannendes Spiel, ein amerikanisches Spiel, Fernsehspiel, weil da die Computer nicht die Antworten kennen müssen. Das ist einfach mit Zugriff aufs Netz. Sie kriegen die Antworten und müssen die Frage dazu finden. Sie müssen also mit Sprache umgehen können und da sind auch Sprachspielantworten dabei. Sie müssen ein bestimmtes hier stock ich schon, Verständnis von Sprache haben, eine Möglichkeit des Umgangs mit Sprache. Das wurde auch als ein Meilenstein gefeiert. KI liefert nicht nur Wissen, sondern auch kann sich vorstellen, was davor steckt, vor der Antwort. Eugene besteht den Turing-Test. Alan Turing hatte gesagt, der Tag, an dem ein Computer am anderen Ende des Telefons sitzt und ich als Mensch kann nicht unterscheiden, ob ich mich jetzt mit dem Computer unterhalte oder mit einem Menschen, hat dieser Computer den Turing-Test bestanden. Das ist so ein bisschen fuzzy. Die einen sagen schon früher, die anderen sagen später. 2015, das habe ich auch erst in den letzten Tagen entdeckt, kommt Nevermind auf den Markt. Das ist ein Computerspiel, ein Thriller. Da sind Sie angeschlossen oder mit der Kamera schaut er Ihre Gesichtszüge an und sieht, wie Sie reagieren. Es ist ein Horrorspiel, das die Menschen lehren soll, sich selber zu regulieren. Also je mehr Angst Sie zeigen, desto schrecklicher werden die Features im Computerspiel. Und wenn Sie dann wieder ruhiger werden, dann wird es Wiese und Blümchen und so. Und Sie können mit Ihrem Gesichtsausdruck und Ihren Emotionen, die sich im Gesichtsausdruck zeigen, können Sie das Computerspiel beeinflussen. Er interagiert mit Ihnen und Ihren Emotionen. AlphaGo, japanisches Go-Brettspiel, ich kann es nicht, wurde auch als ein Meilenstein gefeiert, weil es nicht nur darum geht, Wissen anzuwenden, sondern es wird immer den menschlichen Gedankenzügen näher. Spannend, ich habe auch Rhetorik studiert, deswegen habe ich das mit Interesse verfolgt, debattieren, argumentieren. Und man hatte auf der Bühne zwei Menschen und eine künstliche Intelligenz und die mussten diskutieren und reagieren auf das, was kam.
Und das Publikum hat nachher gewotet, dass die künstliche Intelligenz sich besser geschlagen hat in der Diskussion als die zwei menschlichen Debattierer. Was für unsere Politiker ganz neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnet. 2022, das wissen wir alle, erscheint ChatGPT. Ist deswegen so ein Hype geworden, weil wir alle Zugriff haben darauf. Ganz viel war bisher in Labors und verschlossenen Räumen und Nerds zugänglich. Jetzt können wir plötzlich alle mitreden, mit ausprobieren. Und 2024, die ist da schon ein bisschen älter, Ameca, der Most Advanced Robot, ein Android, den sie extra so gebaut haben, dass nur das Gesicht menschlich ist. Alles andere sieht man, dass es ein Roboter ist, die Gesichtszüge bewegen kann und die Augen bewegen und interagieren mit Menschen, dass es wirklich eindrücklich ist, wer einem da gegenübersteht. Ein Wort noch zum Effective Computing. Diese Rosalind Picard, die ist ein bisschen älter als ich, die ist noch voll am Forschen. Und sie sagt in ihrem Paper im Jahr 2000, Computer beginnen die Fähigkeit, sich anzueignen, Affekte auszudrücken und zu erkennen. Und sie werden bald die Fähigkeit kriegen, und sie macht es noch in Anführungsstrichen, Emotionen zu haben. Können Roboter fühlen? Und wir sind auf dem Weg zur Seele, nicht? Können Roboter fühlen? So? Vielleicht nicht. Aber wenn er nette Piepstöne von sich gibt und vielleicht ein bisschen aufjault, wenn sie ihn kneifen, so vielleicht schon eher. Meet Leonardo, ein Social Robot, so heißen die interagieren können, der nicht nur total knuffige Öhrchen und süße Äuglein hat, sondern auch eine ganze Reihe von Emotionen ausdrücken kann mit seinen Öhrchen und seinen Augen. Würden Sie dieses knuffige Tierchen von Ihrer Bettkante stoßen, wenn es macht? Oder würden Sie es wie ein Stein rumkicken? Oder wenn Ihre Kinder dem an den Ohren reißen, würden Sie sagen, hör auf? Oder würden Sie sagen, ist ja nur. Können Roboter eine Seele haben? Vielleicht kennen Sie den Spielfilm von Steven Spielberg, I, Robot, wo aus der ganzen Armee von Hilfsrobotern einer auftaucht, der sagt, ich, I. Und dann natürlich ein riesiges Chaos anrichtet. Und es gab es schon früher. Es gab das Tamagotchi. Wer von Ihnen hatte ein Tamagotchi? Ich auch. Und es war eine Katastrophe, wenn es starb, nicht? War schlimm. Und man musste nach Hause rennen, weil man es füttern musste und mit ihm spielen und überhaupt. Dabei war es überhaupt nicht menschenähnlich, nicht rechts oben. Es gab Paro, die Robbe hier, 2001. Eine Robbe, die mit Fell, die man in Japan in Altersheimen ausprobiert hat, um den Menschen, dementen Menschen etwas in den Arm zu geben. Die hat sich auch bewegt und eben auch so und so mit den Augenaufschlag und die Menschen waren hin und weg. Ist das verwerflich, den Menschen einen Companion, einen Gefährten zu geben, der künstlich ist, wenn die Pflegerinnen keine Zeit haben? Und der nächste Schritt ist natürlich dann, ist es verwerflich, künstliche Intelligenz als Pflegerinnen oder Pfleger anzustellen. Und dann interessant, weil es ein Netzphänomen war, das ist der Hitchbot. Den haben sie gebaut, der sieht auch nicht wirklich menschlich aus. Den haben sie ausgesetzt auf der Straße, haben ihm ein Schild in die Hand gegeben und der war ein Autostopper. Nehmt mich mit und setzt mich sonst wieder aus und dokumentiert es auf dem Internet. Und die haben begeistert gepostet, wo sie den Hitchbot gesehen haben und wo sie ihn hingeführt haben. Und dann kam, was kommen musste. Irgendwelche Dösels haben ihn kaputt gemacht. Und zerstört, lag am Straßenrand, der Kopf wurde nicht gefunden. Und spannend war, das Netz wurde geflutet mit Beileidsbekundungen, Trauerbekundungen. Und zwar nicht nur diese blöden Kerle, die ihn kaputt gemacht haben, sondern er ist von uns gegangen. Wir haben einen Freund verloren. Netzhype oder ein Schritt? Vielleicht kennen Sie den Film. Filme sind cool, gibt jede Menge. Ich fand den ziemlich eindrücklich. Frau Dr. Felser, wenn Sie mir bitte folgen wollen.
Hallo, Alma. Ich bin Tom. Schön, dich kennenzulernen. Alma. 3587 mal 982 durch 731. 4818,65116. Die testen mich, scannen mein Gehirn. Multiple Choice ohne Ende. Und was kommt dann dabei raus? Deine Augen sind wie 2 Bergseen, in denen ich versinken möchte. Ich bin in die Ethikkommission geladen und brauche deine Studie. Und dein Traumpartner ist ja schon für dich gebaut. Muss zugeben, Sie haben wirklich Geschmack. Und hier ist dein Zimmer? Schlafen wir nicht im selben Bett? Guten Morgen, Alma. Ich habe Ordnung geschaffen. Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen. Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre. Zu den 7%? Die kennen vielleicht den Film, wenn Sie ihn nicht kennen, sehen. Die Wissenschaftlerin ist angesetzt, diesen KI-Androiden-Roboter zu testen. Und sie schwankt den ganzen Film zwischen, er ist eine Maschine und er ist mehr. Und natürlich, nein, nicht spoilern, er spielt mit diesen beiden Erwartungen. Was, wenn KI plötzlich menschenähnlich daherkommt? Wenn wir den Weg der Seele verfolgen über das, was unsterblich ist, das, was uns zu Menschen macht, das, was uns denken hilft und fühlen. Und wenn das Gehirn das ist, was Denken und Fühlen ermöglicht, warum denn nicht auch künstlich? Und was wird uns daran hindern, wenn überhaupt auch einer KI eine Seele zuzusprechen? Was ist die Seele und wo hat sie ihre Grenzen? Und ich kann nur sagen, und Sie müssen Ihre eigene Lösung, Ihren eigenen Weg, Ihr eigenes Denken finden. Was mir hilft in dieser Frage, weil ich bin total anfällig auf solche Roboter. Ich war ein Kind, das ihre Stofftiere abends am Bett aufgereiht hat und wenn eines in der Nacht runtergefallen war, habe ich mich am Morgen beim Stofftier entschuldigt. Ich bin sehr bereit, Wesen, die gucken und ein bisschen piepsen, eine Seele zuzusprechen. Aber die Frage ist auch philosophisch. Sollen wir das tun? Ich glaube, es ist eine Sache der Perspektive. Sehen Sie den Mann von vorne oder von der Seite? Genau. Sie können auch switchen, nicht? Versuchen Sie zu switchen. Es ist eine Sache der Perspektive. Wir können Objekte und auch Menschen anschauen aus der dritten Person Perspektive. Und jetzt sind wir in der Grammatik. Aus der Beobachterperspektive. Ich kann Sie anschauen als Wesen, die da drin sitzen, wie sie sich bewegen, was sie vielleicht gegessen haben, was sie denken. Ich kann Sie beobachten und beschreiben. Von außen. Und ich sehe nicht, ob sie eine Seele haben. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht doch nicht clever konstruierte Roboter sind, die irgendein Labor aus der Uni Bern als Versuch mir jetzt hier in den Hörsaal setzt, um zu gucken, ob ich es merke. Und ich glaube, ich würde es nicht merken. Ich weiß nicht, ob Sie eine Seele haben. Ich weiß nur, dass ich eine habe. Und das ist die andere Perspektive. Diese erste Person-Perspektive. Ich weiß von mir, was ich fühle. Und ich weiß, dass der Geschmack von Schokolade auf der Zunge etwas ist, was nicht durch neuronale Aktivität erklärt werden kann. Und ich weiß, dass ich bin. Und von dieser Perspektive kann ich in ein Du gehen. Ich kann Ihnen zuschreiben, dass Sie auch ein Ich sind, weil Sie mir ein Du sein können und ich Ihnen. Und diese Ich-Du-Perspektive, die dann zu einem Wir wird, auch im Plural. Ich glaube, und das ist mein Gesprächsangebot zum Schluss an Sie und an Matthias Zeindler und Andreas Losch, dass es eine Sache der Perspektive ist, ob wir jemandem eine Seele zuschreiben. Und zuschreiben ist schon in dieser Ich-Du-Beziehungsperspektive. Und deswegen, und ich finde das theologisch auch total spannend, ist die Idee, die Formulierung eines trinitarischen Gottes, die ja nicht in der Bibel steht, aber dass Gott ein Gott in Beziehung ist im Christentum, finde ich genial, weil genau das uns ermöglicht, uns Dinge zuzuschreiben. Nicht, dass ich das noch bewusst machen muss, sondern dass ich nicht anders kann, wenn ich mit Ihnen rede, als dass ich Ihnen ein Ich und eine Seele und ein Du zuschreibe. Dass ich nicht anders kann. Das ist die Gott-Ebenbildlichkeit, die Beziehungsfähigkeit des Menschen. Und deswegen geht es nicht um ein isoliertes Gehirn und es geht nicht um die Definition der Seele, geht es auch. Das ist sauberes philosophisches Denken, aber letztlich
geht es um das Erleben von Menschen und das Begegnen von Menschen. Und ich glaube, nur hier ist es überhaupt sinnvoll, von Seele zu sprechen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Christina, für deine engagierte Position, für deine engagierte Perspektive auf diese Frage. Gibt es eine Seele? Jetzt haben Sie alle auch Ihre eigene Perspektive auf diese Frage und vielleicht haben Sie auch Fragen zu diesem Thema. Und es ist zunächst Gelegenheit, Ihre Fragen loszuwerden und an die Referentin in eine kleine Diskussion einzusteigen. Also, herzliche Einladung, Ihre Fragen. Doch, wir könnten sie nicht ernst nehmen. Wir könnten immer sagen, dein Programmierer hat dich programmiert, darauf ich zu sagen. Und du bist immer noch eine Maschine. Und es funktioniert erst, wenn ich sag mal, darauf reinfalle und der Maschine tatsächlich auch du sage. Aber diese Entscheidung, es ist eine Kultursache. Das wird an uns liegen, ob wir der Maschine du sagen oder nicht. Es kann immer ein extrem cleverer Programmierer oder eine Programmiererin dahinter stecken, die die Maschine genau das sagen macht. Das macht sie doch jetzt schon. Wenn Sie schon mit ChatGPT geschwatzt haben, die sagt auch ich. Und die sagt auch du. Die sagt, interessanter Gedanke, was denkst du darüber? Ich sage, ich hatte dich gefragt. Das macht sie jetzt schon. Ich bin noch nicht geneigt, auch weil sie kann. Aber es wird an uns liegen, ob wir das akzeptieren. Merci. Der Herr im Blau. Kann man sagen. What's the difference? Genau. Man kann sagen, und das probieren Theologen, hinter einer AI, auch wenn sie einen Körper hat, stecken menschliche Kreatoren. Hinter einem Menschen, da ist natürlich auch Eizelle und Spermium und so, aber der Lebensfunke, dass es überhaupt Leben gibt, ist außerhalb von unserer Kompetenz. Es muss immer, Menschen arbeiten mit Vorgegebenem. Und Sie können natürlich, wenn Sie Atheist oder Agnostiker sind, sagen, es war immer Vorgegebenes, auch bei Menschen. Es war der Urknall und es waren die Atome und die Moleküle. Und dann kann man tatsächlich sagen, was ist der Unterschied, ob Leben kohlenstoffbasiert ist oder siliziumbasiert. Es ist speziesistisch zu denken, nur wir seien die Wahren. Ja? Ja? Oder man kann sagen, da ist Gott und der hat den Menschen erschaffen als Gott ebenbildlich und der Mensch kann auch erschaffen, aber nicht aus dem Nichts, sondern mit Vorhandenem. Deswegen kommt er auch ganz schön weit, aber eben nicht bis zum Erschaffen von Wiedermenschen, sondern nur von künstlicher Intelligenz. Also der Mensch als geschaffener Kreator vielleicht sozusagen, wenn man nicht den Ausdruck nochmal benutzen möchte. Ja. Die Zombies zum Beispiel kommen genau daher. Die seelenlosen, auferstandenen Toten oder auch Frankenstein oder der Golem. Dass man dachte, der Mensch kann zwar Körper machen, aber er kann nicht Geist machen. Das heißt, die Wesen, die der Mensch erschafft oder auferweckt, sind dann nur Körper und haben keine Seele und keinen Geist, weil das kann nur Gott. Mhm. Gut, da haben wir eine weitere Frage. Ich hatte eine ganz starke Beziehung zu einem Pferd. Das hat mich sehr stark verstehen können und ich habe es auch so verstehen können. Und da frage ich mich jetzt, Sie, hat denn ein Tier eigentlich auch eine andere, aber eine Seele? Gibt es unterschiedliche Seelen. Also ich selber bin ja schon der Überzeugung, dass wenn wir in den Himmel kommen, dass dort Katzen und Hunde und Pferde auf uns warten. Aber da hat C.S. Lewis, den Sie vielleicht kennen, der englische Autor, der zum Beispiel die Chroniken von Narnia geschrieben hat, der hat einen spannenden Gedanken. Er sagt, er glaubt, dass diejenigen Tiere in den Himmel kommen, damit wir das Problem mit den Mücken und den Maden und den Schaben nicht haben, diejenigen Tiere, zu denen wir eine Beziehung hatten auf Erden. Und das ist ein ganz atemberaubender Gedanke, weil dann sind wir diejenigen, die machen, dass gewisse Tiere in den Himmel kommen und andere nicht.
Wir schaffen diese Beziehung. Aber wir sind wieder bei der Beziehung. Und wenn wir in unserer Fülle, unserer beziehungshaften Fülle auferweckt werden als neue Schöpfung, dann finde ich es zumindest auch in meiner Theologie plausibel, dass die anderen in diesem Beziehungsnetz, auch wenn sie 4 Beine und ein Fell haben, auch auferweckt werden. Matthias. Du hast mal die Frage eingespielt, die sich stellt, wenn die Seele im Gehirn ist, was bleibt dann nach dem Tod? Ich denke, das ist keine allzu schwierige Frage theologisch. Es zeigt sich daran, dass die Seele-Konzeption wahrscheinlich wirklich nicht viel austrägt, wenn es darum geht, die Auferstehung zu denken. Egal wo die Seele oder das, was wir als Seele sitzt, bezeichnet sitzt, es wird jetzt etwas salopp ausgedrückt, für Gott kein Problem zu sein, uns in die Beziehung zurückzurufen, in der er mit uns steht. Jetzt etwas, aber das nur als Bemerkung. Also eigentlich stärkt diese wissenschaftliche Erkenntnis ein Stück weit auch theologische Einsichten, mit denen wir eben die überkommene Seele-Vorstellung zu korrigieren versuchen. Ich stelle es jetzt einfach so in den Raum, könnte KI auch beten und würde so ein Gebet Gott beeindrucken? Sind es unsere Gebete, die Gott beeindrucken? Auf diese Ast will ich mich. Es gab 2017 am Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg einen Segensroboter, wo man sagen konnte, was man auf dem Herzen hatte, und der hat einem gesegnet mit einem Stück Papier, das man mitnehmen konnte. Warum? Was heißt denn schon, was heißt beten? Hier sind wir genau bei der Frage. Ein KI kann natürlich so tun, wie wenn. Die kann, und man kann auch wunderbare Gebete schon runterladen. Man kann ChatGPT oder Perplexity sagen, schreib mir ein Gebet, ein Fürbitte für die heutige Weltlage. Und es gibt wahrscheinlich Gebete, die nicht ganz so viel schlechter sind wie betet dann die KI? Es ist doch Zuschreibung. Immer. Wir haben immer nur Äußerungen voneinander, wenn wir uns beobachten. Was weiß ich? Und ob sie Gott beeindrucken? Eben. Ist das der Sinn eines Gebetes, Gott zu beeindrucken? Ja, hier ist noch eine Frage. Bitte schön. Ja, also meine Vorstellung ist, die Voraussetzung für etwas, das wir Seele nennen, ist ein Bewusstsein. Ich denke, Tiere haben auch eine Art von Bewusstsein. Aber das ist genau, was Sie sagten. Man kann ja nur von sich selber sagen, das bin ich und ich weiß, dass ich bin und dass ich eine Seele habe. Und die KI, also wie die Dame vorhin gesagt hat, wenn die KI quasi ein Bewusstsein hätte oder sich ihrer bewusst wäre, das wäre ja auch wieder eine Zuschreibung eigentlich von uns. Und die Folge, dass wir ihr eine Seele zuschreiben. Ich glaube, es schiebt das Problem einfach auf die andere Ebene. Was ist das Bewusstsein? Wir könnten genauso wolkig, aber natürlich, die Diskussion, auch wenn Sie Yuval Harari gelesen haben, sein Buch Nexus über die kurze Geschichte der Information, da schreibt er irgendwie so völlig nebenbei, natürlich werden Maschinen irgendwann ein Bewusstsein entwickeln. Genau. Werden sie? Werden wir es merken? Oder eben, ist es nicht erst dann, wenn wir sagen, ja, ich reagiere auf dich, wie wenn du ein Bewusstsein hättest? Ja, jetzt haben wir da und da noch eine Frage. Also ich komme nochmals auf die Frage zurück wegen dem Pferd. Und ich stelle noch eine andere, hat ein Baum eine Seele? Ich weiß nicht, ob Sie Suzanne Simard kennen. Das ist eine kanadische Waldwissenschaftlerin, die während Jahrzehnten Experimente mit Bäumen gemacht hat, und sie hat ein wunderbares Buch geschrieben, Die Suche nach dem Mutterbaum. Und sie hat naturwissenschaftlich, nicht esoterisch, sondern naturwissenschaftlich herausgefunden, dass Bäume Beziehungen pflegen, dass Bäume Gefühle, also Empfindungen haben, wahrnehmen können, und dass Bäume, eben ein Mutterbaum, ihre eigenen Sprösslinge erkennt.
Und diese, also Bäume speisen auch andere Lebewesen um sie herum. Und diese Mutterbäume erkennen ihre eigenen Sprösslinge und unterscheiden sich ein bisschen in der Care-Arbeit. Bevorzugen sie diese ein bisschen. Im deutschen Bereich haben wir Peter Wohlleben, den kennt vielleicht, genau, der das auch untersucht. Und auch da würde ich sagen, wir können beschreiben, wie sie reagieren. Sie interagieren offenbar miteinander, sie kommunizieren über chemische und biologische Möglichkeiten. Ist es Bewusstsein, sind es Gefühle? Wenn Sie sagen, die Bäume fühlen, würden wir das merken? Wir sehen einfach, wie sie auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. So wie ich sehe, wenn ich jemandem auf den Fuß trete, dass er rumhüpft und ausschreit. Ist es ein cleverer Schauspieler oder hat er Gefühle? Ist ein Baum, reagiert er, ist es Reizreaktion? Und wir haben einfach noch nicht alle Reize ganz erkannt. Ist es, erkennt ein Mutterbaum seine Schösslinge, weil es dieselbe DNA ist? Ist es Gruppenselektion? In der Evolutionsbiologie gibt es spannende Erklärungen für so etwas. Ich glaube wieder, eine Frage der Perspektive und warum nicht eine Beziehung zu einem Baum haben. Da gibt es ja Völker und Religionen, die ganz anders mit Pflanzen umgehen als wir. Was weiß ich? Warum nicht? Ich hoffe, es hat Bäume im Himmel. Wo sollen die armen Hunde sonst hin? Ich werfe auch mal eine Frage von mir ein. Würdest du sagen, also für mich, ich habe den Eindruck, es ist eine Frage auch der Voraussetzung unseres Denkens, ob wir von uns aus uns annehmen, wir haben so etwas wie eine Seele oder etwas Seelisches und wir können etwas beseelen, indem wir also das auch zuschreiben, anderen Lebewesen, Lebensformen und so wird die Welt beseelt. Und wenn wir aber jetzt davon ausgehen, dass alles mechanistisch abläuft und das eine Illusion ist, was wir wahrnehmen, dann wird auch alles andere ja im Grunde ein großer Mechanismus sozusagen. Ist das, würdest du diese Beobachtung, würdest du die teilen? Oder? Aber kann man von sich selber denken, man sei eine Maschine? Das wäre dann konsequent. Wenn alles andere ein Mechanismus ist, bist du auch einer. Kannst du das denken von dir? Nein, eben. Also man kann schon, es gibt den Philosoph Thomas Metzinger, der das mit den Neurowissenschaften so weit treibt, der hat ein Buch geschrieben, Being No One, niemand sein. Weil er sagt, weil du sagst Illusion, das Gehirn ist wie eine, es erzeugt in uns die Illusion, jemand zu sein, aber es gibt im Gehirn keine Region, in der alle Eindrücke zusammenlaufen. Das ist so. Also es gibt kein Ich-Zentrum im Gehirn. Und das Gehirn spiegelt uns das nur vor. Es ist wie eine Brille haben und nicht merken, dass man eine Brille hat. Oder in einen Spiegel schauen und nicht merken, dass es ein Spiegel ist. Man denkt, man schaut hindurch. Man kann das schon. Ich glaube, man kann es vielleicht sogar widerspruchsfrei denken, aber man kann es nicht widerspruchsfrei leben. Dann kommt man nach Hause und dann kommen die Kinder und der Hund und das Pferd und dann ist man keine Maschine mehr. Also ich glaube, er setzt der Maschinenperspektive einzunehmen, ist zu sagen, diese dritte Person-Perspektive ist die einzige, die es gibt. Das zeigt uns die Wirklichkeit. Und die Ich-Person-Perspektive, das Fühlen, ist eine Illusion. Aber das ist eine Voraussetzung, die man nicht begründen kann. Das ist ein Sprung. Das ist eine Glaubensaussage. Merci. Ja, jetzt nehmen wir noch 2 Fragen. Da ist noch eine und auf der anderen Seite haben wir auch noch eine und dann gehen wir in den dritten Teil des Abends. Also mich würde sehr interessieren, wie Sie das Thema Instinkt in dem Ganzen unterbringen würden. Also es ging ja eben um klar messbare Wahrnehmung eben auch, aber wir haben auch schon über Tiere gesprochen, über Fühligkeit. Manche Menschen sagen ja auch, sie haben sowas wie Eingebung und so weiter. Messbar definitiv, dass Tiere instinktiv gewisse Handlungen planvoll vollziehen. Wie sehen Sie das? Wie ordnen Sie das da ein? Da müsste man wahrscheinlich wirklich eine Biologin oder einen Entwicklungspsychologen fragen, um es fachlich wirklich solide beantworten zu können. Im Rahmen dieses Denkens würde man wahrscheinlich sagen, Instinkte sind unterhalb der Bewusstseinsschwelle. Also es ist nicht etwas, was kommt und ich überlege, soll ich jetzt so oder so reagieren. Sagen, das Kleinhirn, unser Reptilienhirn, ist dasjenige, was flieht,
kämpft und sich fortpflanzt, ohne dass man darüber nachdenken muss. Und dass wir natürlich auch, sage ich auch schon natürlich, dass wir auch Tiere sind und ganz viel gemeinsam haben mit Tieren und auch Instinkte, die einfach unter dieser Bewusstseinsschwelle sind und Reizreaktionen, gelernte Reaktionen auf etwas. Das wären hart verdrahtete, also bei KI, Programmierungen, wo man sagt, was ist ich, wenn ich ein X tippe, dann erscheint auf dem Bildschirm ein X. Aber das weiß ich nicht. Müsste man wahrscheinlich noch drüber nachdenken, ob KI Instinkte hätte und ob der Mensch zwischen Tieren und KI ist da. Da fühle ich mich nicht kompetent, aber danke für die Frage. Sie haben gesagt, dass KI in einem Spiel die Mimik lesen kann. Das ist mir noch logisch. Aber Zärtlichkeit in diese Richtung, gibt es da auch schon Entwicklungen, wo Zärtlichkeit eine Rolle spielt? Weil das finde ich dann noch etwas sehr seelisch, leibliches. So. Ich glaube, das ist der nächste Schritt. Also wenn KI, ich hätte Ihnen noch Emeko zeigen sollen, die hat wirklich einen menschlichen Körper, wo man zwar die Drähte noch sieht, aber Zärtlichkeit berühren, wenn ich jetzt ganz naturalistisch bin, ist ja auch ein Reiz, der durch meine Nervenzellen weitergeleitet wird an das Gehirn. Und KI könnte so lernen, wie stark man jemanden drücken darf, damit es noch als angenehm empfunden wird und dass Menschen offenbar in bestimmten Kulturkreisen sich gerne umarmen und in welchen Situationen man sich küsst und wie viel mal, zweimal, dreimal, einmal. Das müsste KI lernen. Und es wäre im Sinne von Rosalind Picard ein Element, was sie zu einem besseren Companion für Menschen macht, die wir sich besser einfühlen und besser dazugehören. Also es ist wie Höflichkeit. Das war ja in den Medien irgendwie letzte Woche oder so, dass wenn man zu ChatGPT Bitte und Danke sagt, dass das viel mehr Energie braucht, dass man das nicht tun soll. Es braucht nicht so wahnsinnig viel mehr Energie, habe ich gelesen. Und es bringt der KI bei, höflich zu sein. Wenn nur diese Netzrowdies und diese Shitstorms KI prägen, dann haben wir eine Netzrowdy und Shitstorm-KI. Und ich würde sagen, ähnlich mit der Zärtlichkeit. Wenn sie dann rumwandert und jedem so auf die Schulter haut, weil sie am Oktoberfest in München gelernt hat, wie man mit Menschen umgeht, dann wird sie nicht so ein angenehmer Companion sein, als wenn sie irgendwo, wo man eben nett ist, auch zärtlich ist miteinander. Ich fände, das wäre der nächste Schritt. Ja, danke Christina für die ausführlichen Diskussionsantworten und Beiträge. Wir haben im Anschluss ja noch ein Apero, wo du auch einen Moment noch da sein wirst, wo man dir auch noch weitere Fragen stellen kann. Wir wollten jetzt, weil das hier dritte und Abend der Bernischen Reihe, in unserer Reihe Mehr als Sternenstaub ist und der 7. Abend in der Gesamtreihe schon, wollten wir die Gelegenheit nutzen, auch noch ein bisschen über diese Reihe zu reflektieren. Und dazu möchte ich noch jemanden nach vorne bitten, den Matthias Zeindler. Er studierte Theologie und Philosophie in Bern, Bonn und Richmond, Virginia. Er war 14 Jahre im Pfarramt, aber dann bis Ende letzten Jahres Leiter der Theologie der Reformierten Kirche in Bern-Jura-Solothurn, also der Reformierten Landeskirche hier in der Gegend und Titularprofessor für systematische Theologie an der Universität Bern. Willkommen, Matthias, auch für dich. Herzlich willkommen. Merci. Und damit Sie wissen, wovon ich rede, mache ich jetzt einen 2-minütigen Kurzrückblick über unsere Abende. Das fing an in Basel mit dem Thema Ketzerei und was Galileo und die Entwicklung der Naturwissenschaften bewirkt hat. Dann war Katrin Altwig in Zürich zu Gast, dem Thema Allein im All und der Frage nach außerirdischem Leben. Und ich habe mich dann auch gefragt, was das vielleicht für den christlichen Glauben bedeuten könnte. Wir hatten dann 2 Kulturanthropologen zu Gast, Karel van Schaik und Kai Michel, die über die Bibel als Tagebuch der Menschheit nachgedacht haben und unter dem Titel Urgeschichte. Selber Agnostiker, also haben wir versucht, verschiedene Perspektiven ins Gespräch zu bringen und hatten dann John Hedley Brooke aus Oxford, der über Darwins Glauben und Zweifel referiert hat.
Das war in Fribourg und in der bernischen Reihe hatten wir dann den Heino Falke mit dem Thema Licht im Dunkeln. Er war einer der Beteiligten an dem ersten Bild eines schwarzen Loches, was gemacht worden ist, mit einem weltumspannenden Teleskop. Und er ist auch Laienprediger, deswegen passte er gut in diese Reihe. Dann hatten wir im Oktober einen Diskussionsabend zur Evolution und Schöpfung mit einer Biologin, einem Biochemiker und mir als Theologen. Und heute halt, Christina, haben wir dich und Matthias als Diskussionspartner. Zu diesem Thema gibt es eine Seele. Aber wie gesagt, wir wollen die Diskussion jetzt etwas erweitern und zu der Frage kommen, wie wichtig ist das eigentlich, so das Gespräch zwischen Religion, Glaube und Wissenschaft, zwischen den beiden Seiten. Ihr habt beide vielleicht, Christina, kannst du in die Mitte und ich bin dann hier außen. Ihr habt beide eine hervorgehobene Rolle in eurer Landeskirche, aktuell oder bis vor kurzem gehabt. Wie seht ihr die Bedeutung des Gesprächs zwischen Wissenschaft, Naturwissenschaft insbesondere und Glaube von dieser Rolle her? Wie würdet ihr das bewerten? Vielleicht fangen wir mal an mit, ja. Also zunächst einmal bin ich sehr dankbar für diese Reihe. Ich finde auch, sie war großartig konzipiert. Ich war sehr beeindruckt, was für prominente Referentinnen und Referenten du da hergekriegt hast. Du hast offenkundig wirklich ein hervorragendes Beziehungsnetz. Und ich bin völlig überzeugt, dass die Thematik hochrelevant ist. Wenn du manchmal den Eindruck hattest, du wurdest nicht überrannt vom Publikum, es mag auch damit zu tun haben, dass für viele Menschen relativ selbstverständlich ist, ja, Naturwissenschaft hat eigentlich die Religion überholt. Also dass das auch gar nicht mehr als Frage präsent ist. Ich bin der Meinung, gerade deswegen gehört für die Kirchen auf die Tagesordnung diese Thematik. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ein Professor für Religionspädagogik, Karl Ernst Nipkow, unter Jugendlichen eine Untersuchung gemacht hat, welche Fragen müssen für junge Menschen beantwortet werden, damit sie in der Lage sind, den Schritt von einem kindlichen Glauben zu einem erwachsenen Glauben zu gehen. Und er hat 4 Fragen eigentlich aus den Befragungen herausgezogen. Also die erste natürlich, ist Glaube nicht einfach eine Projektion? Dann die zweite, wie ist es mit dem Leiden, also die Theodizee-Thematik. Die Frage mit dem kirchlichen Bodenpersonal, also wie kann es sein, dass die Kirchen so schwach dastehen, wenn sie so einen hehren Glauben verkünden. Und ebenfalls unbedingt wichtig, die 4. Frage, wie verhalten sich Naturwissenschaft und christlicher Glaube zueinander? Und ich denke, seit den 80er Jahren, wo Nipkow diese Untersuchung gemacht hat, hat sich nicht groß etwas geändert. Merci. Wie ist dein Erfahrungsfeld dazu, Christina? Was würdest du sagen? Du bist jetzt sehr prominent positioniert im Thurgau. Das ist nicht das Thema. Wir haben andere. Tatsächlich, was uns umtreibt, sind andere Dinge. Man kann sagen, es sollten uns aber diese Fragen auch umtreiben. Wir haben also faktisch viel zu wenig Raum und Energie für Theologie, was ich sehr bedauere. Aber ich überlege mir auch, also ich habe immer zwischen Theologie und Naturwissenschaft gearbeitet. Meine Dis über Umweltwissenschaften und Theologie, meine Habel über Neurowissenschaften und Theologie. Und ich glaube, die Hochzeit der Dialoge, des Streites, der Auseinandersetzung zwischen Naturwissenschaft und Theologie ist vorbei. Ich glaube, es sind andere Fragen, die uns umtreiben, auch gerade die Jungen. Wie kann ich leben? Was bringt die Zukunft? Wer gibt mir Boden? Wer hilft? Wer ist bei mir, wenn ich einsam bin? Bin ich gut genug? Bin ich schön genug? Was mache ich mit meinem Leben? Und wenn man dann noch Energie hat, denkt man vielleicht über die Naturwissenschaft nach. Aber näher sind andere Fragen. Das ist dein Statement. Danke. Jetzt, Matthias, möchtest du da direkt was zu sagen, wie du das
Oder? Also ich kann dem viel abgewinnen, auch wenn ich jetzt so meine Kinder vor Augen habe, also die um die 30 sind. Die Frage, wie verhalten sich Glaube und Naturwissenschaft, die treibt sie nicht um. Also sind in der Tat viel eher Fragen nach, wie sieht unsere Zukunft aus, wie können wir in dieser Welt bestehen. Und doch aus meiner kirchlichen Praxis, ich habe schon auch Themen erlebt, wo die Frage virulent wurde. Es hängt nämlich doch stark mit der Einfärbung des Glaubens zusammen, die jemand mitbringt. Also eines der Themen, mit dem ich in den letzten Jahren zu tun hatte, war, sollen die Kirchen eine Trauung für alle, das heißt auch für gleichgeschlechtliche Paare, anbieten. Das wurde virulent nach dem Parlamentsentscheid 2020, die zivile Ehe zu öffnen für gleichgeschlechtliche Paare. Da waren dann die Landeskirchen gefragt, wollen sie das nachvollziehen oder nicht? Es wurden in allen Kirchen Diskussionen geführt und überall wurde dann am Ende auch beschlossen, ja, wir führen das ein. Und die Diskussionskonstellation war eigentlich immer etwa dieselbe. Es gab diejenigen, die haben gesagt, es gibt in der Bibel ganz eine klare Ablehnung von gleichgeschlechtlicher Sexualität, muss man sagen. Und das erlaubt es uns nicht, das jetzt durch eine kirchliche Trauung quasi abzusägen. Es gab die andere Seite, wo gesagt wurde, wir stehen heute in der Genderforschung ganz woanders. Wir wissen Dinge über gleichgeschlechtliche Beziehungen, die man damals noch nicht wusste. Und was Paulus damals vor Augen hatte, wenn er gleichgeschlechtliche Liebe, also es ging vor allem um Beziehungen zwischen Männern, kritisiert hatte oder gleichgeschlechtliche Sexualität, ist etwas anderes als worüber wir heute sprechen. Und deshalb muss man diese biblischen Texte kontextualisieren, in ihrem historischen Kontext bewerten und von daher auch die Frage der kirchlichen Trauung anders beurteilen. Also diese Konstellation, denke ich, die treffe ich immer wieder an, wo es eben auch um wissenschaftliche Fragen geht. Und da gibt es dann diejenigen, die eher eine, sagen wir, buchstabentreue Bibelauslegung pflegen, die bringt sie dazu, dass sie sagen, das hat für mich Vorrang, darüber kann ich nicht. Und es gibt die andere Seite, die der Meinung ist, wir müssen die Bibel heute im Lichte wissenschaftlicher Erkenntnisse interpretieren. Und es gibt dann in X, also der Klassiker ist natürlich die Erschaffung der Welt, hat die jetzt in 7 Tagen stattgefunden oder eben gemäß heutiger Evolutionsforschung. Ich glaube, dass das ein virulentes Thema ist, da würde ich dir sofort recht geben. Wie lesen wir die Bibel? Oder auch über die Grenzen hinweg, wie lesen die Muslime und die Muslimas den Koran? Also und auf dieser Ebene auf jeden Fall. Aber da ist Schöpfung oder Evolution ist so eine Konsequenz daraus. Aber ich wäre wirklich dafür, dass wir das Übel, hätte ich fast gesagt, die Diskussion an der Wurzel beginnen, wie lesen wir die Bibel? Und nicht Theologie und Naturwissenschaft. Ja. Das kann auch so ein Scheingefecht sein. Genau. Also es gibt ja diese Kreationismusforschung, die nachzuweisen versucht, dass die Welt tatsächlich in 7 Tagen erschaffen wurde. 6, Entschuldigung. Wenn schon. Genau, seien wir doch genau. Wenn in der Bibel stehen würde, sie ist in 51 Tagen erschaffen worden, dann würde die Kreationismusforschung eben nied- und nagelfest wissenschaftlich beweisen, die Welt ist in 51 Tagen erschaffen worden. Ja, wobei man ja dazu sagen muss, dass das ja vor 200 Jahren durchaus die Position war, die man hatte. Das war die
Wissenschaft in Anführungszeichen der Zeit, nicht? Weil man es nicht besser wusste und dass die Einsichten in das Alter der Welt kamen mir dann erst im 19. Jahrhundert und so. Und insofern ist das natürlich einfach auch eine gewisse anachronistische Sichtweise, die aber durchaus mal legitim war und heute natürlich aber schwierig ist. Und mein Eindruck ist schon auch, dass da oft ein ganzes Weltbild dran hängt. Also auch ethische Fragen, auch eine Orientierung in dieser Welt, wie man sich verhält. Deswegen ist das auch, glaube ich, ein durchaus heikles Thema immer noch. Also ich bin ja nicht nur verantwortlicher Theologie der Bibelgesellschaft, sondern bin vor allem Pfarrer an der Grenze zum Berner Oberland. Und da begegnet mir das schon öfter, dass dieses Thema und diese Spannung, also ich habe euch ja auch schon erzählt, ich hatte eine Gruppe von Jugendlichen mal, die ich gefragt habe, wie steht ihr zum Glauben? Die waren eher zögerlich, ich habe sie gefragt, warum? Dann haben sie gesagt, Evolution. Ich war dann etwas baff, weil das ja auch mein Thema ist, dieser Dialog, und ich dann feststellen musste, das ist offensichtlich aktuell, für diese Gruppe zumindest, war es wirklich ein wichtiges Thema. Und ich frage mich, ob das nicht auch in der Entwicklung, wenn die kirchlich sozialisiert werden, etwas von Schöpfung hören und dann aber im Alter von 14, 15 jetzt lernen müssen in der Schule, es gibt Evolution oder dürfen, würde ich ja sagen, dass man das überhaupt erstmal zusammenkriegen muss, dass es keine Alternativen sein müssen, sondern auch zusammenpassen kann. Aber dann kann es ein wichtiges Element sein, dieses Weges vom Kinderglauben zum Erwachsenenglauben. Ob man das dann mit dem Urknall oder mit der Evolution oder mit der KI macht, über sich selber nachzudenken. Was glaube ich eigentlich und wie verhält sich das zu dem, was ich weiß? Und wie lese ich die Bibel? Das finde ich extrem spannend und wichtig in dieser Entwicklung. Und dann kann man ja eben sagen, ich bleibe an dem, was die Bibel sagt, egal was in der Wissenschaft passiert. Oder man kann es machen wie die katholische Kirche, er hat es ja von Galileo, und sagen, ich gebe immer nur das zu, was mir die Wissenschaft dann auch hieb- und stichfest beweisen kann, was sie ja sowieso nicht kann, und rennt dann immer der Wissenschaft hintendrein. Oder man kann sagen, ey, es ist eine Frage der Perspektive und das bleibt. Egal. Und wenn KI eine Seele hat, dann finde ich sowieso kein Bibeltext, aber auch nicht den Geist der biblischen Texte, der mir sagen würde, geht gar nicht. Mhm. Genau, es ist ja wirklich eine entscheidende Frage ist welche Perspektive gibt auf welche Fragen eine Antwort. Und vielleicht ist der Kanon da etwas unglücklich, dass er mit einer Schöpfungsgeschichte beginnt, die scheinbar davon spricht, wie ist die Welt entstanden. Und das gilt dann so als das biblische Verständnis der Schöpfung. Dabei ist das Alte Testament und auch das Neue voll von Äußerungen zur Schöpfung, aber man spricht da nicht davon, wie ist die Schöpfung entstanden, sondern was heißt es, dass wir glauben und hoffen, dass wir von einem guten Gott erschaffen worden sind, was bedeutet das für unsere Lebensführung? Aber es ist doch genial, dass das erste Buch Mose, Genesis, anfängt mit, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, weil es beginnt nicht mit der Schöpfung, sondern es beginnt mit Gott. Und das rückt uns schon in die Perspektive, weil Gott kann man gar nicht aus dieser Beobachterperspektive anreden, weil Gott ist nicht ein Objekt der Beobachtung. Bonhoeffer hat gesagt, einen Gott, den es gibt, so wie ein Tisch oder ein Glas, über das ich reden könnte, den gibt es nicht. Gott ist nur jemand in Beziehung. Und wenn ich Gott sage und von Gott rede, dann ist es klar, dass es kein Bio-Lehrbuch ist. Ja, das heißt, von Schöpfung kann ich auch nicht sprechen, ohne mich immer einzubeziehen. Genau. Also wenn ich von Schöpfung spreche, spreche ich immer auch von mir als Geschöpf. Also es gibt ja, Martin Luther, der Reformator, hat eine seiner, oder die am weitesten verbreitete Schrift ist der kleine Katechismus, wo er auf ungefähr 10 Seiten für Kinder verständlich zusammenfasst, was es heißt,
christlich zu glauben, also entlang der 10 Gebote und des apostolischen Glaubensbekenntnisses und des Unser-Vater-Gebetes. Und da auf die Frage, was heißt es, wenn im apostolischen Glaubensbekenntnis steht, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Die Antwort von Luther lautet, ich glaube, dass mich Gott erschaffen hat, mit allen Kreaturen etc. etc. Und er endet dann damit, und dass ich deshalb ihm loben und ihm danken soll und ihm gehorsam sein. Und das heißt ja dann auch, mich als Geschöpf verstehen ist nicht irgendeine theoretische Aussage, sondern das impliziert einen bestimmten Lebensvollzug, nämlich dass ich dankbar bin für mein Leben und dass ich es verantwortungsvoll vor Gott zu leben versuche. Und da gibt es von Ingold Dalfert, dem Systematiker aus Zürich, eine coole Überlegung. Er sagt Gott, und ich sage jetzt auch Schöpfung, und das ist ein Indexbegriff. Und der Indexfinger auf Englisch ist der Zeigfinger. Und wenn ich mit dem Finger auf etwas zeige, dann hängt der an mir selber dran. Und ich bin es als ganze Person. Und sich diese Begriffe, Schöpfung, Sünde, Erlösung, Versöhnung, Gott als Indexbegriffe, wo ich dranhänge, wenn ich sie sage, vorzustellen, das fand ich ziemlich einleuchtend damals. Also nicht abgehoben in irgendwelchen theologischen, rein dogmatischen Diskussionen, sondern angewandt auf die Lebenswelt, auf unter Einbeziehung unserer Perspektive. Meiner erstmal, also meine Perspektive, ich kann gar nicht anders. Ja, also wir haben... Was ich gesagt habe. Ich war von Beruf Dogmatiker, ich muss mich immer ein bisschen wehren, dass die Dogmatik so schlecht gemacht wird. Ja, Entschuldigung, also in der Dogmatik habe ich gelernt, sagt man dann dogmatistisch, wenn man das negativ bewerten will, aber im allgemeinen Verständnis wird dogmatisch ja immer nicht so positiv benutzt. Das war jetzt das allgemeine Verständnis, entschuldigen wir diesen kleinen theologischen Lapsus. Ja, aber wir haben festgehalten, das Gespräch ist wichtig, natürlich nicht das einzige wichtige Gespräch, wenn ich das jetzt mal rausgehört habe, sondern durchaus aber eines unter 4, die festgestellt wurden, die auch jüngere Menschen auch beschäftigen. Wir haben ja heute gehört, wie auch sehr aktuelle Fragen da eine Rolle spielen und mit reinspielen und uns ja vor Fragen stellen. Nicht? Und vielleicht ist das Gespräch zwischen Theologie und Technik der nächste Schritt oder einen, den wir gehen müssten, nicht nur über Theologie und Naturwissenschaft, sondern Theologie und Technik. Ja. Da rennst du bei mir natürlich oft vielleicht noch, wir kommen zum Schluss und ich würde euch bitten, noch mal kurz in maximal 3 Sätzen jeweils zusammenzufassen, braucht es das Gespräch oder warum braucht es das Gespräch von Naturwissenschaft und Religion / Glaube? Kurzen Moment nachdenken. Das ist das letzte Wort. Ja, das ist nichts von dir. Danke vielmals. 3 Sätze. 3 Sätze. Also es ist wichtig, weil hüben und drüben Karikaturen von Vorstellungen vorhanden sind, an denen man unbedingt arbeiten soll. Also Religion ist von gestern und Naturwissenschaft maßt sich eine Alldeutungskompetenz zu, die sie nicht haben kann. Das sind so Vorurteile. Im idealen Fall, also nein, 2. Satz, christlicher Glaube muss keine Angst haben vor Naturwissenschaft. Also dein Vortrag, fand ich, war wieder ein wunderbares Beispiel dafür, wie man konstruktiv umgehen kann mit aktuellen Erkenntnissen und selber sogar einen Schritt weiterkommen damit. Und das 3, Idealiter, arbeiten doch sowohl Naturwissenschaft als auch Schöpfungstheologie an demselben, nämlich am Verständnis unserer Welt auf ganz unterschiedliche Weise, aber wenn es beide recht machen, dann tragen eigentlich beide dazu bei, zum Interesse, zur Faszination über die Komplexität und die Schönheit dieser Welt, führen uns hoffentlich ins Staunen, in die Verantwortung und als
Christenmensch würde ich sagen, gerne auch noch sagen, führen uns ins Lob und in die Dankbarkeit. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich sagen kann, ja, genau. Ich würde eines noch ein Satz oder ein Gedanke. Warum muss dieser Dialog geführt werden? Weil Glauben Leben heißt. Ich glaube ja nicht nur sonntags von 8:45 bis 10, sondern das prägt diese Perspektive der Beziehung mit Gott und den Menschen prägt mein Leben und das muss überall auch mitgedacht werden. Und es macht einfach Spaß. Es ist spannend zu denken. Warum soll ich etwas, was mir Gott gegeben hat, nämlich zu denken, so geringschätzig behandeln? Ich finde es extrem lustvoll, durchzudenken, weiterzudenken, zu diskutieren, zu streiten. Das ist für mich fast das stärkste Argument. Merci. Und vielleicht ist diese Lust am Denken ja dann auch, lädt auch dazu ein, das war ja auch Thema des Gesprächs, die Bibel nochmal anders zu sehen, als man vielleicht das so hört und wahrgenommen hat. Und vielleicht ist es auch ein Interesse, merkt man, was für ein interessantes Buch es sein kann, wenn man es nicht in sehr schablonenartig dogmatisch liest. Genau. Ja, wir danken euch beiden sehr für eure Beiträge, vor allem natürlich Christina, aber auch Matthias. Danke, wart ihr da und habt mit uns diskutiert. Merci vielmals. Danke euch.